Hallo liebe Leute und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute ein Video an, was ihr bereits vorgeschlagen habt in den Kommentaren vom letzten Video. Das wäre jetzt auch wieder von Dimash, Stranger. Zuerst wollte ich mich mal vorab bedanken bei allen, dass ihr so viele Recommendations gegeben habt. Allgemein auch viele Vorschläge noch fürs Video. Davon greife ich jetzt noch eine Sache auf. Und zwar geht es darum, dass die Frage ja auch war, ob ich jetzt nicht Untertitel dann quasi mal einbauen könnte. Also auf Englisch kann ich es auf jeden Fall machen, die kann ich bearbeiten. Allerdings, wenn es um andere Sprachen geht, wird es dann ein bisschen komplizierter, da es da keine richtigen Tools gibt. Das ist dann meistens eher sowas wie mit Google Übersetzer. Das heißt, es ist dann doch wieder fehlerhaft. Dementsprechend gibt es da jetzt nochmal eine andere Möglichkeit, was für euch aber sehr einfach ist. Und die zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. So, also auf was ihr jetzt achten müsst. Ihr müsst jetzt dann hier einmal auf die Einstellungen gehen. Da habt ihr dann die Möglichkeit, Untertitel auszuwählen. Wie ihr jetzt hier seht, hier habt ihr jetzt einiges an Optionen, die jetzt direkt vom Video ausgestellt worden sind, vom YouTuber selbst. Was ihr jetzt aber noch machen könnt, um es euch nochmal ein bisschen einfacher zu machen, wenn es in eurer Sprache nicht verfügbar ist oder gerade auch wenn ihr jetzt mein Video anschaut, ist es dann nur mit der englischen Übersetzung dann da. Dementsprechend könnt ihr jetzt hier auf die Einstellungen gehen, drückt ihr einmal drauf. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, es steht immer hier direkt mit diesem Kreuz Untertitel immer anzeigen. Das ist bei euch immer markiert. Jetzt müsst ihr noch markieren, wenn verfügbar, auch automatisch generierte Untertitel anzeigen. Weil dann passiert nämlich Folgendes, da gehen wir jetzt einmal direkt zum Video zurück. So, weil dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, dass ihr einmal Untertitel direkt hier einstellt. Dann geht ihr hier nochmal auf die Einstellungen. Dann bei den Untertiteln seht ihr hier immer noch die gleichen Sachen. Allerdings eine Sache ist dazu gekommen, automatisch übersetzen. Da könnt ihr jetzt dadurch, dass ihr das alles in den Einstellungen gerade kurz hier angeklickt habt, könnt ihr jetzt auf automatisch übersetzen gehen, habt da alle Sprachen drin. Also das sind dann wirklich so Sprachen dabei, die ich noch niemals gehört habe. Davon gehe ich also quasi aus, dass jetzt für jeden was dabei ist. Das ist dann ein bisschen wie Google Translate, also auch wieder nicht 100%ige Übersetzung. Ja, aber immer noch besser als gar nichts. Auf Englisch, wie gesagt, mache ich es euch trotzdem dann hin. Das heißt, wenn ihr Englisch versteht, gibt es dann kein Problem. Ansonsten, wenn ihr es nochmal auf einer anderen Sprache haben möchtet, dann über die Einstellungen, wie gesagt. Und dann habt ihr es auch direkt und könnt dann auf jeder Sprache euch das anschauen. Genau. Dann würde ich jetzt mal sagen, haben wir genug und lange genug geschnackelt. Ach, nochmal eine Sache vorab. Danke nochmal an euch alle. Das ist jetzt mein drittes Video gewesen, auf was ich reagiert habe überhaupt von Dimash, das Video. Also quasi auf SOS. Und das ist jetzt wirklich für mich durch die Decke gegangen. Also über 2000 Views nach einem Tag. Das ist schon für mich krass. Danke auf jeden Fall dafür, auch für die ganzen Supports und die ganzen lieben Nachrichten und das bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel und ich danke euch da auf jeden Fall dafür. Genau, und wie gesagt, wenn ihr nochmal irgendwelche weitere Anregungen habt oder Vorschläge, schreibt es immer wieder gerne in die Kommentare. Ich schaue es mir auf jeden Fall durch und schaue, dass ich es dann so gut wie möglich umsetze. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, lass uns mal direkt rüber ins Video gehen. Спасибо. Nach dem letzten Video bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Ah, Moment mal. Die Untertitel sehen wir allerdings momentan nicht. Okay, wahrscheinlich kommen die Untertitel erst, wenn das Lied anfängt. Boah, ich liebe solche rustikalen Instrumente. Ich finde es immer so schön, wie die das so mit reinbauen.
Schönes Instrumental, muss man auf jeden Fall sagen. Da ist auch schon der Dimanche. Moment, jetzt sehen wir aber gar keine Untertitel. Das ist natürlich nicht gut, aber so wie ich es gerade höre, müsste das jetzt sogar auf Englisch sein. Also das Lied. Jetzt passt's. Stranger in a stranger's land. Was für eine Attitude der einfach hat. Krass. Der hat was ganz Artistisches an sich. Ich finde das richtig geil bei dem. Da will man ihm nicht in die Quere kommen, wenn man ihn so sieht, wie er da hinläuft. Oh, ist das tief. Jetzt muss ich mal kurz anhalten. Also das fand ich jetzt erstmal krass. Also letztes Mal habe ich ja schon gesagt, krass, wie tief der kommt. Aber das war jetzt wirklich nochmal richtig unter den Boden gekrochen tief. Also wow, auf jeden Fall. Das hat mich jetzt überrascht. Also, dass man überhaupt so tiefe Töne treffen kann. Und dann auch noch von dem ganz Tiefen geht er wieder hoch. Wieder, der hat auch so eine schöne Tonlage. Das ist, ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber der hat zum einen diese unglaublich weite Vocal Range, aber zum anderen hat er noch eine richtig schöne Stimmfarbe. Der hat sowas, ich weiß nicht, sowas Emotionales in der Stimme. Das ist schwer zu beschreiben, aber der klingt auf jeden Fall richtig krass. Aber schöner Text auch. Es gibt so richtige Theater-Vibes. Lieb's. Oh mein Gott! Ist das eigentlich noch ein Mensch? Ist der überhaupt real? Das ist doch nicht normal. Alter, ich habe schon beim letzten Video gesagt, das ist nicht möglich. Wie ist das möglich? Das ist fast unmöglich. Aber dieser Mann, der schafft immer wieder Neues. Und jedes Mal frage ich mich dieselbe Frage. Wie ist das möglich? Oh, ist das krass. New crown far as I can see. New crown underneath my feet. Stranger in a stranger's land. Aber der hat so kleine Bambi-Augen.
Alter. Alter Schwede, Junge, Vater, das kann doch nicht sein. Wie ist der so krass? Ich versteh's nicht. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu unserem Fazit. Also, nach dem, was ich beim letzten Video so gehört habe bei SOS, dachte ich mir, besser geht's eigentlich nicht. Also ich glaube, die Leute, die es gesehen haben, meine Reaction, haben auch schon gesehen, dass ich total schockiert war von allem und gar nicht mehr klar kam. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass da noch mehr bei dem so rauskommt, dass er noch tiefer gehen kann und noch höher und keine Ahnung. Aber wie wir sehen, es ist doch möglich. Aber das schockt mich jedes Mal aufs Neue und ich finde es immer noch so krass. Und ich finde seinen Vocal Tone so generell auch widerspricht und seine normale Singstimme finde ich richtig schön. Also wirklich richtig, richtig schön. Und wenn ich dann auch nochmal dann anhöre von dieser Vocal Range her, auch wenn er tief singt, sogar da kann er noch diese Emotionen rüberbringen, wie auch bei der normalen Stimme, sage ich mal, wo so quasi in der normalen Linie. Und auch wenn er hoch singt, also das ist ganz krass, was der für eine Emotion bei diesen ganzen, ja okay, das hat jetzt mit den Vocal Tones nicht so viel zu tun oder mit der Vocal Range, aber dass er einfach in jeder Stimmlage so viel Gefühl rüberbringen kann, das finde ich auf jeden Fall richtig krass. Und immer gerne mehr her damit, wenn ihr noch mal ein paar Empfehlungen habt. Also ich habe auf jeden Fall jetzt sehr viele Empfehlungen schon in den Kommentaren gesehen. Die werde ich auch wahrscheinlich alle mit euch mal durchschauen. Eins nach dem anderen. Aber ich glaube, langsam aber sicher werde ich auch in seine Fangemeinde noch reinrutschen. Also die Fangemeinde heißt ja Dears, soweit ich es mitbekommen habe. Ich glaube, langsam werde ich es auch, weil das ist echt zu krass. Ich muss auf jeden Fall noch mehr über seine ganze Biografie lesen und was weiß ich was, weil langsam werde ich auch richtig interessiert an ihm als Person, an seiner Musik, an seinem ganzen Werdegang. Dementsprechend, wenn ihr Infos habt, auch gerne immer raus damit. Aber ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr nochmal irgendwelche Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Danke nochmal für euren super Support und dann sehen wir uns auf jeden Fall noch beim nächsten Mal. Wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, dann einfach gerne die Glocke aktivieren und dann seht ihr immer wieder, wenn neues Content von mir dann kommt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!